Hallo zusammen! In diesem Video berichte ich von meinem Ausflug zum Provinzpark Tejo bei San Ignacio. Leider hatte ich damals noch keine GoPro, um zu filmen, weshalb ich nur eine Diashow von meinen Eindrücken erstellen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video und wenn es dir gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiere es, teile es mit deinen Freunden und abonniere meinen Kanal. Etwa 8 Kilometer außerhalb von San Ignacio liegt der Parque Provincial Teyucaré. Hier kannst du in die wunderbare Natur Argentiniens eintauchen und den Ausblick auf den Fluss Rio Paraná genießen. Bei einem Aufenthalt in San Ignacio empfehle ich nicht nur den Besuch der Ruinen San Ignacio Mini, sondern auch einen Besuch dieses wunderschönen Naturparks. Der Parque Provincial Teyucaré befindet sich ca. 8 Kilometer außerhalb von San Ignacio im argentinischen Bundesstaat Misiones. Er ist umgeben vom Fluss Rio Paraná, der auch die Grenze zu Paraguay bildet. Von den Aussichtspunkten kannst du also teilweise auf Paraguay blicken. Aufgrund der Entfernung von San Ignacio wäre es hier natürlich praktisch, wenn man ein Auto hätte. Eine Busverbindung gibt es meines Wissens nicht, also bin ich die 8 Kilometer zum Parque Provincial Teyucaré gelaufen. Es ist eine wunderschöne Wanderung durch die atemberaubende Landschaft Argentiniens. Um mich flogen teilweise Schmetterlinge und die schmale Straße führte durch einen tollen Wald. Rückwärts bin ich tatsächlich getrampt. Eine Familie hatte mich nach dem Parkbesuch auf dem Weg aufgelesen und mit zurück nach San Ignacio genommen. Sie sahen sehr vertrauenserweckend aus, so bin ich eingestiegen und habe es nicht bereut. Leider findet man online kaum Informationen über den Park. Ich habe noch ein wenig recherchiert, um weitere Hintergrundinformationen zu kommen, aber selbst in Spanisch nur spärliche Informationen gefunden. Deshalb kann ich dir nur das bisschen Wissen weitergeben, das ich habe. Nach meiner Recherche ist der Park zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Nachdem ich die 8 Kilometer zum Parque Provincial Teyucaré gelaufen bin, habe ich im Eingangsbereich des Parks erst einmal eine Rast eingelegt. Hier konnte ich einige Leguane um mich herum huschen sehen. Es lohnt sich, hier etwas zu verweilen, um die Leguane zu Gesicht zu bekommen. Und natürlich macht es richtig Spaß, diese zu beobachten. Übrigens steht im Eingangsbereich kostenfreies Trinkwasser zur Verfügung. Das Wasser kommt aus einer Leitung, weshalb ich erstmal etwas skeptisch war, ob mein deutscher Magen das argentinische Leitungswasser überhaupt verträgt. Aber ich habe es wunderbar vertragen. Danach habe ich immer Leitungswasser getrunken, wenn es als Trinkwasser angegeben war. Damit spart man sich die Schlepperei vom Wasser und natürlich auch ein paar Euros bzw. Pesos. Die Wege durch den Park Provincial Teyucaré sind gut ausgeschildert. Du kommst an einigen Aussichtspunkten vorbei, bei denen du die Aussicht über den Rio Paraná genießen kannst und teilweise rüber nach Paraguay blickst. Es macht unglaublich Spaß, sich in dieser wunderbaren Natur zu bewegen und den Park zu erkunden. Natürlich gibt es viele außergewöhnliche Pflanzen zu entdecken, aber auch die Anzahl der angesiedelten Vögel ist groß. Hinweisschilder klären über die ganzen verschiedenen Vogelarten auf, die hier zu finden sind. Der Park ist wirklich einen Besuch wert, wenn man gerne in weitgehend unberührte Natur abtauchen möchte. An den verschiedenen Aussichtspunkten gibt es Hinweisschilder, die einem sagen, was zu sehen ist. So gibt es beispielsweise einen Aussichtspunkt in Richtung Isla del Toro oder in Richtung Isla del Barco Hundito. Der Parque Provincial Teyucaré ist so schön gemacht, dass ich Unmengen von Bildern geschossen habe. Die Legende besagt, dass sich Martin Bormann, ein enger Vertrauter Hitlers, hier im argentinischen Dschungel versteckt hätte. Im Parque Provincial Teyucaré befindet sich das Haus, in dem er sich versteckt haben soll. So gibt es Wegweiser, die zum Haus Bormanns führen und man kann die Ruine bestaunen. Ob es sich wirklich um ein Nazi-Versteck gehandelt hat, darüber wird nur spekuliert. Wenn man zu diesem Thema recherchiert, findet man ganz unterschiedliche Aussagen. Auf der einen Seite eben, dass er sich hier versteckt hätte, auf der anderen Seite wurde sein Leichnam in Deutschland identifiziert. Wie all diese Gerüchte aufgekommen sind, weiß wohl keiner. Dennoch ist es interessant, diese Ruine zu begutachten.
Vom Haus selbst sind nur noch die Mauern übrig und an der einen Wand ist ein Hakenkreuz eingeritzt. Im Fazit zu meinem Besuch vom Parque Provincial Yucaré. Wenn du nach einem Stück unberührter Natur suchst, bist du hier genau richtig. Im Park kannst du schön den unterschiedlichen gut markierten Wegen folgen und die Natur genießen. Die Aussichten über den Rio Paraná sind wirklich atemberaubend, wie auch die Landschaft sonst. Auch wenn der Park nicht so einfach zu erreichen ist, lohnt sich der Weg dorthin. Der Weg zum Parque Provincial Teocaré ist gut gekennzeichnet und führt ebenfalls durch eine atemberaubende Landschaft. Die Straßen dorthin sind aus roter Erde und sehen einfach irre aus. Es lohnt sich wirklich, diese Wanderung zum Park auf sich zu nehmen. Ich hoffe, meine Eindrücke von meinem Ausflug haben dir gefallen. Natürlich freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar hinterlässt, meinen Kanal abonnierst und das Video mit deinen Freunden teilst. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!